Wir waren in der Schweiz und zwar am Lago Maggiore und sind jetzt auf der Rückreise in Richtung Deutschland bzw. sind in Deutschland und dort fahren wir den Stellplatz am Müllersee an. Dort gibt es einen Camping- und Stellplatz und den stelle ich euch heute vor. Herzlich willkommen dazu. Wir haben den 25. September, es ist ein Montag, früher Nachmittag, kommen wir hier am Stellplatz an. Dieser Stell- und Campingplatz liegt recht verkehrsgünstig, nicht weit entfernt von der Autobahn A5. Wir haben erstmal außerhalb des Stellplatzes geparkt und sind zu Fuß auf den Platz gegangen, um zu schauen, ob noch freie Plätze da sind. Es waren noch 3 freie Plätze, also fahren wir rauf. Reservieren ist auf diesem Stellplatz nicht möglich, das hatte ich vorher gelesen. Es gibt hier eine Schranke vor der Zufahrt, da muss man nah ranfahren, dann öffnet sie sich und dann kann man den Platz befahren. Wenn man den Platz wieder verlassen möchte, muss man zur Anmeldung gehen. Dort bekommt man eine Münze, die wirft man ein und die Schranke öffnet sich wieder. Das macht man natürlich normalerweise erst dann, wenn man bezahlen möchte. Man muss sich aber auf jeden Fall hier auch anmelden. Wenn man hier ankommt und stehen möchte, dann sollte man zur Anmeldung gehen und sich anmelden. Wenn man nur eine Nacht bleiben möchte, kann man auch gleich bezahlen. Es gibt hier gepflasterte Flächen, dort kann man sein Mobil draufstellen und davor hat man dann eine Grünfläche, wo man dann zum Beispiel einen Tisch und Stühle hinstellen kann. An der Zufahrt steht ein Schild, darauf ist zu lesen, dass man bitte rückwärts einparken möchte. Das haben wir natürlich auch gemacht. Uns gefällt der Platz und so haben wir uns entschieden, hier 2 Nächte zu bleiben. Auch bei unserem neuen Mobil nutzen wir wieder zusätzliche Solarplatten, da wir unseren Strom ja selber machen. Vario hat es gut gemacht, sie haben jetzt so eine Bodendurchführung gemacht in der Garage und es gibt eine Steckverbindung, sodass ich dort sofort mit meinem Kabel ran kann und das Ganze ist auch geschlossen, sodass auch kein Ungeziefer in die Garage kann. Strom gibt es natürlich hier auf dem Platz, geht nach Verbrauch, also wer Strom braucht, kein Problem. Am späten Nachmittag waren alle Plätze belegt. Der Platz kostet 15 €, das bezahlt man bei der Anmeldung vom Campingplatz, der nur wenige Meter entfernt ist. Hier sehen wir jetzt ein kleines Sanitärgebäude, dort gibt es Toiletten drin und auch Abwaschmöglichkeiten. Duschen gibt es hier nicht, die gibt es allerdings auf dem Campingplatz, die sind aber kostenpflichtig. Direkt neben dem Sanitärgebäude ist die Fähr- und Entsorgung. Es gibt einen Wasserhahn, es gibt einen Bodeneinlass und in dem neben dem Sanitärgebäude ist eine weiße Tür, dort kann man die Kassette ausschütten. Wenn man zum Campingplatz möchte, kann man diesen kleinen Weg hier entlang gehen. Dort ist ein Tor, aber das ist immer offen, dort kann man durchgehen und kommt dann direkt zum Campingplatz. Blick von oben, ganz oben sehen wir den See, direkt am See ist der Campingplatz und etwas tiefer sehen wir dann den Stellplatz. Jetzt sind wir auf dem Campingplatz, wir sehen im Eingangsbereich oder gleich vorne an einen großen Parkplatz oder große Fläche. Hier stehen Durchreisende, hier kann man also auch mit dem Wohnwagen angehängt stehen bleiben, denn viele nutzen diesen Platz als Etappenplatz, zum Beispiel auf der Reise nach Spanien. Auf dem Stellplatz sind Hunde erlaubt, auf dem Campingplatz nicht. Man darf allerdings mit dem Hund bis an die Rezeption gehen und auch bis zum Kiosk oder Imbiss. Hier sehen wir jetzt die Anmeldung, das liegt direkt an der Zufahrt zum Campingplatz, gegenüber ist der Imbiss und der Kiosk. Der Campingplatz ist von Anfang April bis Ende Oktober geöffnet und damit auch der Stellplatz. Ich habe irgendwo gelesen, Autobahn in Hörweite kann ich so nicht nachvollziehen, beziehungsweise wir haben während unseres Aufenthalts nichts gehört von der Autobahn. Der Campingplatz war jetzt Ende September noch gut besucht. Es gibt auch Plätze direkt am See. Bei dem See handelt es sich um einen ehemaligen Baggersee, den hat man umgestaltet zum Badesee. Hier gibt es eine Liegewiese und einen Schwimm- und Badebereich. Ich habe immer wieder Leute hier auch im Wasser schwimmen sehen. Die Wassertemperatur soll jetzt Ende September etwa 20 Grad betragen.
Man kann vom Stellplatz aus auch die sanitären Anlagen auf dem Campingplatz nutzen. Wer hier duschen will, kann das auch. Er muss sich allerdings Duschmarken holen. Die gibt es an der Rezeption und die Duschmarke kostet für einmal Duschen 50 Cent. Nicht weit entfernt vom Campingplatz und Stellplatz gibt es den Ort Riegel. Dort sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Wenn man den Campingplatz verlässt, kommt auf die Straße, dann fährt man vorbei an einem Reiterhof. Er heißt Reiterhof Müller. Ich denke, er wird zum Campingplatz dazugehören. Vom Stellplatz aus bis zum Ort Riegel sind es vielleicht 1,5, vielleicht maximal 2 Kilometer. Aus dieser Richtung sind wir mit dem Mobil auch gekommen. Man sieht das Hinweisschild zur Autobahn, es sind nur wenige Kilometer. Jetzt fahren wir vorbei an so einem kleinen Gewerbegebiet. Gleich kommt auf der rechten Seite eine große Tankstelle. Wenn man also tanken muss, hat man hier die Möglichkeit. Und fast gegenüber sieht man einen Supermarkt. Dort kann man gut einkaufen. Wir fahren jetzt in den Ort hinein. Der Ort heißt genau Riegel am Kaiserstuhl, hat ca. 4000 Einwohner und es gibt einige Sehenswürdigkeiten. Der Kaiserstuhl ist ein kleines Mittelgebirge, gut zum Wandern, zum Radfahren und der Rhein ist auch nicht weit. Im Ort gibt es gastronomische Betriebe. Wer also nicht selber kochen möchte, der findet hier bestimmt ein Restaurant. Wir überqueren jetzt den Leopoldskanal. Er ist zur Entlastung des Hochwassers der Elz gebaut worden und dort führt auch entlang ein Fahrradweg. Von hier aus kann man dann also bis an den Rhein mit dem Fahrrad fahren, wenn man das möchte. Wir sind mit unseren E-Bikes in die Weinberge hier mal gefahren und dann auf eine kleine Anhöhe. Das war schon eine kleine Herausforderung für uns, denn es ging doch ganz schön bergauf hier. Und hier von dieser Anhöhe hat man dann einen schönen Blick auf die gesamte Region. Man hätte wahrscheinlich noch etwas höher fahren müssen, um noch eine bessere Aussicht zu haben. Aber dafür reichte unsere Energie nicht mehr. Wir haben uns dann auf den Rückweg gemacht. Wir waren 2 Tage auf diesem Stellplatz. Er war über diese 2 Tage immer voll belegt. Wenn jemand wegfuhr, warteten draußen schon andere Camper, um den Platz dann gleich wieder einzunehmen. Der Stellplatz hat insgesamt 30 Parzellen. Ich würde sagen, bis zu einer Länge von 9 Meter, vielleicht sogar etwas länger, sind hier möglich für Fahrzeuge. Wesentlich längere Fahrzeuge, für die wird es hier dann schwierig. Ich bekomme täglich 50 E-Mails, manchmal sind es mehr. Häufig sind es Fragen, die ich beantworten soll oder kann. Und da nutze ich dann jede Gelegenheit, wo ich mal Pause habe oder auch Zeit beim Kochen, um diese E-Mails und Fragen zu beantworten. Jetzt noch ein Ding, und zwar haben wir ja unser Mobil neu eingeräumt und auch mit den Gläsern haben wir jetzt da was geändert. Jetzt haben wir so ein Stecksystem, wo die Gläser dann genau reinpassen. Das haben wir uns selber so erstellt. Das hat sich als sehr gut herausgestellt und es klappert nichts. Man kann die Gläser gut rausnehmen und wieder reinpacken. Alles bestens. Dieses Stausystem ist ja nichts Neues, das gibt es ja schon länger. Wir hatten es teilweise auch im alten Mobil schon, aber jetzt haben wir es doch etwas verbessert noch das Ganze und sind sehr zufrieden damit. Wir nutzen das Stausystem auch teilweise in den Schubladen. Es gibt so komplette Boxen, die kann man sich einteilen. Dort kann man dann eben diese Dinge wie Zubehör im Küchenbereich unterbringen. Auch haben wir eine Schublade, wo wir Lebensmittel drin haben, damit eingeteilt, um das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher und sauberer zu transportieren. Jetzt aber wieder zurück zum Stellplatz. Wir waren 2 Tage auf diesem Stellplatz am Müllersee. Für uns war alles in Ordnung. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für uns okay mit 15 € pro Tag.
Wichtiger Punkt, im Winter ist dieser Platz geschlossen, das heißt, er ist geöffnet bis Ende Oktober, so steht es jedenfalls auf der Internetseite. Es wäre uns auch nicht schwer gefallen, hier noch einige Tage länger zu bleiben. Man kann ja einiges unternehmen. Der Rhein ist nicht weit, der Europapark in Rust ist nicht weit. Also es gibt hier viele Dinge, die man hier doch von hier aus erreichen kann. Noch eins in eigener Sache. Mein Ziel ist ja bei YouTube 100.000 Abonnenten zu haben. 90.000 sind es ja schon. Vielleicht helft ihr mir dabei. Und wer hier noch nicht den Kanal abonniert hat, abonniert ihn. Dann komme ich vielleicht schneller zu meinem Ziel. Danke auch an alle, die diesen Kanal abonniert haben. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.